Bei uns geht es ja vorrangig um den Bootskauf und wir betreuen seit mittlerweile über 5 Jahren angehende Eigner bei der Suche nach ihrem richtigen Segelboot. Das heißt, wir stecken mit unseren Nasen ganz tief drin im Markt und da der sich ja in den letzten Jahren ein paar Mal gedreht und gewendet hat und das auch immer noch tut, wird es mal wieder Zeit für ein Update, wie sich Angebot und Nachfrage entwickeln und was das für die Preise der Segelboote bedeutet. Wichtige Sache und derzeit auch recht spannend mit anzusehen und wir haben da so ein paar Insider-Informationen von einer der größten Gebrauchtbootbörsen Europas, Boat24. Wir verbinden das Thema mit einer Besichtigungsreise unserer beiden Kollegen Ole und Marc im Norden, die sich ein paar spannende Boote angeschaut haben, unter anderem auch im günstigeren Preisbereich. Also dranbleiben, los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Berlin. Es ist 6:30 Uhr, es ist traumhaftes Wetter und es ist der 2. Mai, das heißt die Segelsaison hat wieder begonnen. Und das heißt natürlich, wir sind wieder unterwegs, heute auf Besichtigungstour. Wir schauen uns 3 verschiedene Boote an für 3 verschiedene Kunden. Alles sehr heiße Kandidaten und wir nehmen euch heute mal mit. Guten Morgen! Haben Sie Taxi gerufen? Ich habe ein Taxi bestellt. Ja, schön. Rein auf nach Rügen. Ja, auf geht die wilde Fahrt. Das erste Boot auf unserer Liste ist eine Jeannot 40.3, Baujahr 2004 für 109.000 €. Warum das Boot für unseren Kunden so interessant ist, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Hier erstmal die Key Facts. 11,75 Meter lang und 3,95 Meter breit hat der Eigner das Boot damals ohne Teakdeck und unlackiert gekauft und quasi direkt zu Peter Wrede gegeben, um das Boot in diesem, meiner Meinung nach, wunderschönen Blau zu lackieren und sich ein Stab-Teakdeck aufkleben zu lassen. Außerdem haben wir hier ein wirklich seltenes 2-Kabinen-Layout, darauf gehen wir aber gleich nochmal genauer ein. Für alle, die jetzt bei dem Namen Jeannot die Nase rümpfen über die Großserie, unser Kunde möchte auf dem Boot zwar Vollzeit leben, allerdings beschränkt er sich hier auf das Mittelmeer und dort auch eher auf küstennahe Gebiete. Die Großserie ist ja per se nicht schlecht, man sollte halt wissen, wofür das Boot genutzt werden soll und in diesem Fall liegt der Fokus eben auf dem Platzangebot im Innenraum. Muss man ja ausnutzen, wenn das Boot schon mal an Land steht. Das Boot steht jetzt schon 2 Jahre an Land, heißt rein optisch gesehen würde man die bekannten Bläschen wahrscheinlich gar nicht sehen, weil die Feuchtigkeit dampft ja an Land auch immer wieder raus. Deswegen da immer aufpassen. Also man kann nicht nur nach dem Optischen gehen, sondern es kann auch gut sein, dass die Blasen im Frühjahr einfach weg sind. Wenn man es dann im Herbst rausholt, sind sie alle wieder da. Deswegen ist es immer sinnvoll, da mal die Messung zu machen. Gut, das Boot steht jetzt hier schon 2 Jahre an Land, aber es ist ein guter Richtwert, um mal einfach mal zu checken. Wenn es richtig nass gewesen wäre, dann wäre es immer noch richtig nass. Ja, hier sieht man, haben sie beim Auflagern einen kleinen Fehler gemacht. Hier sieht man, dass das GFK, also dass die Außenhaut eingedrückt ist, weil zu viel Gewicht hier drauf liegt auf der Stütze. Und man hört das hier auch direkt davor und direkt dahinter sind jeweils Spanten. Die haben aber genau das Feld getroffen, wo halt kein Spant ist. Das ist jetzt erstmal nicht allzu dramatisch. Muss man natürlich im Innen gucken, ob da irgendwelche Laminatbrüche schon drin sind. Aber auf Dauer einfach auch nicht gesund. In diesem 2-Kabinen-Layout kommt der Salon sehr geräumig daher und auch die Eignerkabine im Bug bietet viel Platz, Stauraum und ein schönes Doppelbett inklusive eigenem Waschbecken in der Kabine. Es kann gewöhnungsbedürftig sein, aber fürs Zähneputzen vorm Schlafengehen reicht es auf jeden Fall. Und auch die Navi-Ecke und die Pantry bieten eine Menge Platz. Achtern fällt in diesem Layout die Backbordkoje weg und macht Platz für ein geräumiges Badezimmer und viel Stauraum in der riesigen Backskiste. Steuerbord bleibt damit eine etwas größere Kabine als üblich für Gäste. Unser Kunde wird weitestgehend alleine unterwegs sein, mit gelegentlichen Gästen an Bord und wünscht sich maximales Platzangebot für die Größe und da kann die Jeannot voll punkten. Es gibt allerdings auch einen riesigen Wermutstropfen. Ja, das Boot ist wirklich eigentlich in einem echt überdurchschnittlich guten Zustand. Wir haben nur dieses Riesenthema mit dem Aufbau. Da ist eine Stelle von knapp einem Quadratmeter, die ist nicht nur vom Prinzip weich, sondern stellenweise hat man wirklich, also man merkt, dass das Kernmaterial futsch ist. Dadurch, dass ja die Vorgeschichte des Schiffes so ein bisschen kompliziert war und der Eigner, der Ersteigner ist verstorben, fehlen da einfach auch so ein bisschen die Aussagen, gut, war das schon immer da, weil
Da sind nirgendwo Sachen in der Nähe, die Löcher hätten haben können, wo Feuchtigkeit eindringen kann. Das ist die Frage, ist es ein Produktionsfehler und das ist seit 20 Jahren da? Oder ist es vielleicht auch mit der Zeit gekommen, ist irgendwo Wasser durchgekommen, wie auch immer. So, und das sind einfach so ein paar Themen, die sind offen, die muss man dann einfach beachten, wenn man ein Angebot abgeben möchte, dass man das so ein bisschen im Hinblick auch aufs Gutachten, wo man dann hoffentlich mehr erfährt, da haben wir ja deutlich mehr Zeit. Dann die mögliche Reparatur, die in dem Fall sogar von innen stattfinden kann, haben Werften hier auch schon Angebote gemacht, heißt man weiß ungefähr den Rahmen. Und das müssen wir mal abgleichen und dann im Angebot einfach berücksichtigen. Komischerweise ist nur dieser eine Teil des Decks weich, was darauf hindeuten kann, dass es ein Fabrikationsfehler ist. Ganz genau wissen wir es natürlich nicht. Auf alle Fälle ist das Deck ja nicht geschraubt, da ist kein geschraubtes Teakdeck oder sowas drauf. Da kann also eigentlich kein Wasser reingekommen sein und das Deck hat ja Balsaholz. Das Balsa, dass das verrottet ist eher unwahrscheinlich. Zumindest gibt es da überhaupt keine Indizien dafür. Es kann ja alles Mögliche sein. Ne? Es kann durchaus passieren, dass während der Herstellung irgendwas nicht richtig gemacht wurde. Auf alle Fälle ist das ein Thema, wo wir ein Angebot haben von einer Werft, das zu reparieren. Insofern weiß der Käufer auf alle Fälle Bescheid. Es ist ein günstiges Boot für ihn und deswegen will er es auch haben. Wenn das Boot ein Teakdeck hätte, ein verschraubtes Teakdeck und wir stellen fest, dass das Deck dann eben weich ist, in dem Maße weich ist, dann ist das für uns ein Grund zu sagen, das ist viel zu risikoreich, das machen wir nicht und dann sind wir in der Regel auch wieder weg. Dann müssten wir davon ausgehen, dass das auch bei vielen anderen Stellen an Deck so wäre. Genau. Wenn nicht sogar im Rumpf. Hier ist es tatsächlich einfach nur diese eine Stelle. Ja, was immer schön ist, wenn man den kompletten Tritt wegnehmen kann, wo man einfach den Motor ganz nett zugänglich hat. Hier bei Genot ist es ja sogar von allen Seiten und von hinten kannst du komplett die Klappen wegnehmen, dann hast du eine super Zugänglichkeit. Also alles, was wirklich zur Standard-Maintenance dazugehört, ist hier überhaupt kein Problem. Für die innenliegenden Anoden, da muss man dann natürlich immer ein bisschen mehr Kram und basteln, aber das ist überhaupt kein Problem. Da kommt man von hier, dadurch, dass alle Seiten offen sind, auch ganz gut ran. Problem ist jetzt ein bisschen durch die etwas längere Standzeit, jetzt sind die Batterien platt. Dadurch können wir natürlich jetzt weder Betriebsstunden noch die komplette Elektrik hier prüfen oder angucken. Das müsste man dann im Zuge des Gutachtens halt entsprechend mitmachen und dann mit vernünftigen Batterien. Das sind so die kleinen Dinge, ne? Das ist nett. Die man dann doch schon irgendwie ganz cool findet. Macht dann irgendwie glücklich. Ja, auf jeden Fall. Boot Nummer 1 ist durch. Das war ja schon mal eigentlich ganz gut. Genau. So, die Geschichte mit dem Deck ist natürlich eher, sag ich mal, ein Fragezeichen. Fragezeichen indirekt. Also wir wissen ja, was da ist so grob. Wir müssen nur noch mal rausfinden, warum es da ist. Und einfach mal die Kosten ausrechnen, was da am Ende auf der Rechnung steht, wenn man es machen lässt, komplett. Also wenn man es vom Prinzip wieder in Originalzustand herstellt. Weil es halt einfach auch ein Problem ist, was sich immer verstärkt mit der Zeit. Deswegen macht es da schon Sinn, einmal vernünftig Hand anzulegen. Wir fahren jetzt nach Rostock und von da aus auf die Fähre. Fahren dann erstmal 2 Stunden Fähre nach Dänemark und dann kommt Boot Nummer 2. So, die Marktlage. Dafür haben wir uns wieder mit unseren Freunden von Boat24 zusammengesetzt. Das machen wir regelmäßig, einfach um uns auszutauschen. Wir sehen ja die Nutzerseite von Boat24, wir als Hardcore-Nutzer. Und die Jungs und Mädels haben eben sehr interessante Analysen für uns von ihrer Seite. Wie wir alle wissen, die sich mit Booten beschäftigen, hatten wir in den Jahren 21, 22 und zum Teil auch noch 23 eine ganz spezielle Situation, in dem es sehr wenig Boote auf dem Markt gab, beziehungsweise vor allem auch sehr wenig gute Boote. Die guten, die es gab, die waren dann sehr schnell zu hohen Preisen auch weg und viele Leute wollten eben Boote kaufen, um frei zu sein, ne? Weil sie festgestellt haben, mit Auto, Flugzeug und so weiter geht es nicht mehr und haben sich dann dem Hobby Segeln gewidmet. Das war damals ein riesiger Hype. Ja, Boote wurden teilweise ungesehen und ohne Gutachten einfach so gekauft. Spoiler, das ist keine gute Idee. Und das eben zu Preise, die teilweise jenseits von Gut und Böse waren. Also zum Vergleich, Boat24, die hatten zur Hochzeit des Corona-Marktes 15.000 Angebote online, also 15.000 Inserate. Der aktuelle Stand, wir sind jetzt bei 29.233. Also gut und gerne mal das Doppelte. In unserem Bereich, also
eher Langfahrtboote oder Boote für die Ostsee, schon die etwas größeren. Den Mittelmeerurlaub nicht vergessen, bitte. Den Mittelmeerurlaub? Okay. Ostsee und auch Mittelmeerurlaub natürlich. Da war die Lage besonders angespannt. Da waren die Preise auch sehr hoch und es gab, ja, sagen wir mal, relativ wenig Verhandlungsspielraum. Da hatte der Verkäufer oder Makler eine wesentlich größere Macht, als er sie heute noch hat. Im Schnitt wurden bei Boot24 die Inserate nach bereits 30 Tagen als verkauft gemeldet. Und das ist echt bemerkenswert, weil von Angebotserstellung des Inserats bis zur Bestätigung, bis Geldeingang, ja, beim Verkäufer sind 30 Tage ins Land gegangen. Dieser ganze Prozess mit Kaufvertrag, mit Begutachtung, eventuell natürlich mit Übergabe und so weiter, bis das Boot bezahlt ist, das dauert eben auch seine Zeit. Das heißt im Umkehrschluss, dass nach Inseratserstellung, das hat maximal ein paar Tage gedauert, bis dann ein Käufer einen Zuschlag hatte. Und das ist absolut verrückt. Jetzt momentan sind wir wieder in einem gesünderen Markt, was das angeht. Jetzt liegen wir wieder bei ungefähr 90 Tagen Inseratszeit. Ja, wir haben jetzt also wieder ein bisschen mehr Zeit und Makler und Verkäufer, die müssen sich einfach wieder mehr Mühe geben, was natürlich auch eine Verschiebung der Machtverhältnisse bedeutet. Also besser für uns. Also weniger Nachfrage. Das ist Punkt Nummer 2. Zum Beispiel konnte man sehr glücklich sein, wenn mal eine gebrauchte Super Maramu am Markt ist. Heute sind es bei Boot24 zum Beispiel 4 Stück, die auch schon eine ganze Weile drinstehen. Auch ein Klassiker, die Hallberg 42 zum Beispiel. Die wurden teilweise auch echt selten und da gibt es jetzt 8 Stück parallel online. Was man bei den gefragten Langfahrtbooten allerdings noch merkt, und das ist bei Katamaranen auch der Fall, ist, dass die Preise im Vergleich zu vor dem Hype noch relativ hoch sind. Die Leute möchten halt einfach nicht mit Verlust verkaufen. Die Boote, die sie eben vor 2 oder 3 Jahren relativ teuer gekauft haben. Deswegen stehen die eben noch zu hohen Preisen drin. Allerdings müssen die Verkäufer dann meistens auch einsehen, dass diese Preise einfach nicht mehr machbar sind. Und deswegen sind die Inserate aber auch länger drin, ne? Weil man zu hohen Preisen reinsetzt und dann irgendwann feststellt, dass sich da keiner meldet oder dass das Boot nicht verkäuflich ist und dann werden sukzessive die Preise reduziert und dieser Prozess dauert halt eine ganze Weile und deswegen stehen die Boote auch so lange drin. Also wir sind jetzt in der Marktphase des Verstehens sozusagen. So ist es. Braucht ein bisschen. Bei der Großserie tut sich auch was, vor allem bei den älteren, wie wir eben gesehen haben, die Jeannot 40.3, da gibt es jetzt 3 beispielsweise online auf Boot24. Die jüngere Schwester, die 39i, da gibt es auch genügend Auswahl. Bavaria Vision, ne, auch ein bekannter Name. Da gibt es aktuell 12 Modelle bei Boat24. Also das war vor 2 Jahren unvorstellbar. Inklusive der 42er von Rolf übrigens, der das Boot voll gepumpt hat mit Ausrüstung. Nur mal so ganz am Rande. Die steht auch zu verkaufen. Erst ordentlich investiert. Das ist ein klassischer Fall. Ja, ist wirklich ein klassischer Fall. So geht es einigen Leuten. Ja, und auch für günstigere Boote über 11 Meter und unter 40.000 € gibt es über 100 Angebote bei Boat24. Und mit der eher günstigen Klasse geht es jetzt auch bei Marc und Ole weiter. Wir sind in Rostock angekommen, 26 Grad. Wir fahren jetzt 2 Stunden schön Bötchen und dann gucken wir uns mal die Morgan 38 an. Nächstes geiles Boot, die ganze Tour nur geile Boote. Wollen wir mal, was? Hast du alles? Ich habe alles. Okay. So, wir hoffen, man versteht uns. Wir sind hier mit einer dieser Scantlines Hybrid Ferries unterwegs und hier ist es schon echt verdammt windig. Und diese Hybrid Ferry, die hat hier so ein Ding. Ein Flettner-Rotor. Wie ein Segel, heißt durch die Rotation wird der Wind auf der einen Seite beschleunigt, auf der anderen Seite gebremst. Und dadurch entsteht halt Vorschub. Sieht man ja jetzt immer häufiger. Wir werden euch hier auch nochmal einblenden, was das hier spart. Ist auf jeden Fall super spannend, mal da so reinzuschauen und mal so abseits vom Segeln und normalen Segelbooten mal sowas zu sehen. Ich habe noch gar keinen Kegel gefunden, weil wir ja Segeln und Motorkraft fahren. Ja, genau. Wir sind jetzt noch ungefähr 50 Minuten unterwegs und dann sind wir in Dänemark und dann geht's zu Boot Nummer 2. Herzlich willkommen in Faxe Ladeplatz.
Auf 12,72 Meter Länge und 3,70 Meter Breite bekommt man hier richtig viel Boot für die knapp 58.000 Euro, die hier auf dem Preisschild stehen. Die amerikanische Werft Morgan wird den wenigsten hier im europäischen Raum bekannt sein, denn die Boote gibt es unglaublich selten in hiesigen Gefilden zu sehen und eben auch zu kaufen, also ein echter Glücksgriff. Im Innenraum bietet die Morgan für ihre 38 Fuß ein echt beeindruckendes Raumgefühl im Salon. Das liegt auch daran, dass man hier eine Stehhöhe von knapp 1,95 Meter hat. Die Küche ist angenehm geräumig und am Tisch finden bequem 6 Leute Platz. Das ist krass. 38 Fuß, Leute. Gut, die Schlafmöglichkeiten, die sind hier deutlich kleiner als bei anderen Schiffen. Aber alles andere ist echt cool. Sehr, sehr schönes Schiff. Auch Schlafmöglichkeiten gibt es einige, die sind allerdings recht speziell, dazu aber gleich mehr. Man muss sich mal vorstellen, wir haben ja ein Boot von 1979, also wirklich schon relativ alt. Der Aigner hat im Laufe der Jahre immer wieder eine ganze Menge an diesem Boot gemacht, erneuert, ausgetauscht. Ich glaube, die letzten Updates wurden 2022 gemacht. Und ich blende euch hier mal die Liste ein. Das ist schon wirklich beeindruckend, was hier an Zeit, Geld und auch an Liebe reingeflossen ist. Also das ist wirklich top in Schuss, dieses Boot. Hut ab vor diesem Aigner. Der liebt dieses Schiff abgöttisch. Also das einzige Negative, in Anführungsstrichen, ist hier so ein bisschen die Schlafsituation. So, das ist halt nicht ganz so, wie man es von der modernen Großserie kennt, viel Platz, große Doppelbetten, sondern die haben tatsächlich viel Platz daher generiert, dass die Schlafplätze entsprechend klein sind. Man hat keine abgetrennte Achterkabine, obwohl die Hundekoje riesig für eine Hundekoje ist. Vorne haben wir ja so ein getrenntes Doppelbett sozusagen, also die gehen schräg übereinander. Auch da ist halt, es ist ein bisschen die Zweisamkeit, kannst du in den beiden Kabinen vielleicht jetzt nicht genießen. Wir haben aber super viele Schlafmöglichkeiten. Ne? Da oben kann einer schlafen, die schöne Legkoje. Hier unten kann einer hinlegen, das ist 2 Meter lang. Du kannst den Tisch absenken, da hast du ein riesen Doppelbett. Aber ich glaube, das ist eines der Probleme, glaube ich, die viele mit diesem Schiff haben, dass wenn du wirklich ein schönes Doppelbett haben willst, musst du immer den Tisch absenken. Und da gibt es ja viele, die das stört. Kann ich auch verstehen. Überleg mal, das Boot ist 45 Jahre alt und ja, steht traumhaft schön da und das Platzgefühl für das Alter, finde ich, es überrascht mich. Also ich bin echt beeindruckt, auch Badgröße ist super. Du kannst mit dem Boot, glaube ich, alles machen. Und, was geil ist, 1,60 Tiefgang. Heißt, du bist super flexibel, was Buchten und alles angeht. Gut, das ist kein Performance-Cruiser, ne? Guckt euch den Mast an, da könnten 2 Meter mehr dran sein. Aber das will das Boot auch gar nicht. Das will grundsolide durch alle Wellen durchflügen. Und das kann's. Das war doch erfolgreich. Hat sich gelohnt, die Fahrt. Definitiv. Jetzt geht's nach Fredericia. Das ist schon mal 2/3 der Strecke nach Aarhus, wo wir morgen früh um 9 noch eine Besichtigung haben von einer Maxi 130. Das wird auf jeden Fall auch nochmal super interessant. Ich habe auch gehört, dass dieser Aigner auch sehr viel hat machen lassen, was aber gar nicht in der Annonce drin stand. Wir lassen uns nochmal überraschen. Jetzt geht's erstmal zur Unterkunft und wir sehen uns morgen wieder. So, Tag Nummer 2. Ihr seht, wir sind nicht annähernd in der Nähe von Wasser, was irgendwie komisch ist, wenn man sich ein Boot anschaut. Aber na gut, wir sind hier auf dem platten Land in der Nähe von Aarhus und sind hier auf einem riesigen Hof. Und hier in einer von diesen mega vielen Hallen, die hier auf diesem Grundstück stehen, steht die Maxi 130. Und die gucken wir uns jetzt an. Ja, ich habe 130 gesagt, tatsächlich ist es aber eine Maxi 120. Die wurde aber vom ersten Aigner ein bisschen umgebaut und das Heck verlängert im Stil der 130er, was bei uns dann ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Der jetzige Aigner hatte aber die originalen Dokumente noch und in denen steht eindeutig, es ist eine Maxi 120. Kostenpunkt für das gute Stück sind 53.622 Euro und das erste, was auffällt, das Tic-Tac sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und auch wenn der Zündschlüssel schon deutlich bessere Zeiten gesehen hat, ist der Motor eines der Highlights. Der wurde nämlich 2006 getauscht und ist in einem für seine 2200 Motorstunden wirklich soliden Zustand. Zumindest äußerlich. Innen bekommt man ein, wie ich finde, wirklich schönes, allerdings sehr Aigner-orientiertes Layout mit einem wirklich riesigen Bett in der Aigner-Kabine, einer schönen Längspantry und einer doch großen Bugkabine mit Stockbetten und eigener Nasszelle. Das Aigner-Bad ist sowohl vom Salon als auch von der Aigner-Kabine begehbar und besticht mit einem farbenfrohen Porzellanwaschbecken. Naja, wer es mag. Stiefel, ne?
Ja, Gut, nur, hier ist nur in den Türen nicht. kleine Ecke nicht, aber auch hier kann ich wieder gut stehen. Hier hat jeder das King-Size-Bett für sich alleine. Ja, schon eine schöne Heckkabine. So ein Alter, und dann nimm mal eine vergleichbare, viel teurere Halber Grassi 42E. Das Bett hinten ist kleiner. Ja, aber die hat natürlich auch einen breiten Hintern, ne? Kann halt einfach noch jemand drin schlafen. Oh, eine dritte Kabine. Ja. Ein Kinderzimmer. Naja, oder das Hundezimmer. Ja, oder das, die Hundekoje. Hundekoje. Marc, diese Reise hast du die schlechtesten Witze denn je. Ja, naja. Dann haben wir sogar noch einen zweiten Ausstieg, damit man hier vorne aus der Koje dann übers Fenster rein theoretisch rausklettern könnte. Einfach so niedlich lustig. Ob man es jetzt in der Praxis braucht, weiß ich nicht, aber man hat einfach so eine richtig massive eingearbeitete Treppe. Das ist alte Bootsbau-Qualität. Ja. Das ist schon sehr cool. Und hier ist so viel gemacht, was gar nicht bewusst war. Also Borddurchlässe sind alle nicht älter als 3 Jahre. Das Stickdeck ist nicht älter als, ich glaube, das älteste Stück ist 10 Jahre alt. Das ist die Reise der Eigner, die kontinuierlich immer was investieren. Das macht richtig Spaß. Schönes Boot, aber was immer wieder ein Thema ist, ältere Eigner, gerade so die an die 80 rangehen, die halten ihre Boote, auch wenn dieses Boot war ja wirklich gut gepflegt, aber es waren schon Dinge, die zu machen sind. Muss erstmal Grundreinigung rein und es waren schon, also auch Sachen, die repariert werden müssten, die sind da immer so ein bisschen eigen und wollen nicht, dass man da dann groß meckert. Deswegen, da kann man auch mal gar nichts groß sagen, so bei einer ersten Besichtigung, weil sonst vergraulst du die. Ist ja auch klar, dass die eigen sind. Sind ja auch Eigner. Ja. Oh meine Güte. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Trip und auch die Maxi wieder ein traumhaft schönes Boot. Ich glaube, lange nicht mehr wirklich so schöne Boote in der Reise gehabt. So durch und alte schöne Boote vor allem. Ja. 2 Stück. Bin sehr gespannt, was die ganzen Leute dazu sagen. Da geht es jetzt gleich auf der Rückreise für mich an Laptop an die Auswertung. Und dann gucken wir mal. Vielleicht sehen wir uns ja hier wieder und fahren hier nochmal hin. Also die Marktlage nochmal zusammengefasst. Ich würde sie aktuell gerade als ausgeglichen bezeichnen. Wir sind vor einigen Jahren aus einem Käufermarkt in einen absoluten Verkäufermarkt während des Corona-Markts gerutscht. Und das entspannt sich jetzt so langsam wieder. Ich würde sagen, wir sind irgendwo dazwischen. Also der Kauf eines Bootes, der wird mittlerweile wieder attraktiver, würde ich sagen. Ja, zumindest finanziell, ne? Ja, auf alle Fälle. Und wenn du bei dem kompletten Prozess des Bootskaufs unsere Unterstützung dabei haben möchtest, dann melde dich einfach über unsere Webseite. Bei uns geht es ja um weit mehr als nur das Gutachten. Das heißt, wir starten den Prozess ganz am Anfang und kriegen erstmal raus, was das richtige Boot für den jeweiligen Bedarf ist. Und dann geht es über die Bootssuche, Gutachten, den gesamten Kaufprozess, bis das Boot dann dir gehört. Die Vorauswahl natürlich nicht vergessen mit den Besichtigungen, wie das, was Marc und Ole in dem Video gemacht haben. Hauptsächlich geht es bei uns ja um größere Boote, also das beginnt bei dem Ostseeboot fürs Wochenende, Mittelmeerurlaub bis hin zur Weltumsegelung, Monos und Katamarane wohlgemerkt in ganz Europa. Also einfach bei uns melden über unser Kontaktformular und dann sprechen wir über dein Projekt und schauen, wie wir weiterhelfen können. Wir freuen uns drauf. So, das war's wieder mal und wir sagen bis zur nächsten Folge. Ne? Wer von den Jungs, Marc und Ole, noch mehr sehen möchte, hier ist jetzt ein Video eingeblendet, das ist auch ganz cool. Hier, wieder? Ja, genau, da. Okay. Das machst du gut. Ja, ne? Also, wir sehen uns. Eine gute Zeit euch allen. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.